So, dann ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute beschäftigen wir uns mit Linux Update. Tritt anscheinend öfters auf das Problem, dass man VirtualBox nicht mehr auf die Version 7 aktualisieren kann, und wenn man dann mal guckt, dann muss man feststellen, dass Updates wieder mal Wochen, Monate fehlen und auch die neue Update-Version nicht eingespielt worden ist, also die neue Release von Linux. Also wir werden jetzt mit der Mint 21 spielen. Ich zeige euch auch an Kali Linux, wie das funktioniert und wie ihr für euer Linux-System, falls ihr was anderes verwendet, da auch nochmal die Informationen findet, wie ihr das Update startet. Und ich zeige euch in dem Video, wie so ein Update vor sich geht und wie es aussieht. Alles vom Prinzip total einfach, braucht ihr jetzt keine Sorgen machen. Aber wichtig ist, dass das gemacht wird. Es ist wie Kinderzimmer aufräumen, ne? Ja. Wer Kinder hat, weiß, was ich meine. Wichtig ist es an der Stelle auch zu beachten, dass die Updates natürlich Sicherheitslücken stopfen und den Computer weniger anfälliger für Angriffe und Schadsoftware machen. Würde ich jetzt gar nicht detailliert aufschlüsseln, wäre etwas lang alles. Wir beschäftigen uns einfach nur mit dem Kernthema. Ich rede schon genug, da muss ich nicht noch außen rum um den heißen Brei schwätzen. Ich glaube, das können wir uns alle schön brav. Als erstes fangen wir an. Unter Linux heißt es Timeshift unter Linux Mint. Ja, Kennwort. Da waren sie wieder meine 3 Probleme. Als erstes machen wir eine Sicherung, und zwar mit dem eigenen System. Das ist in dem Fall ein AirSync-System. Wenn wir das nicht machen, wird uns das die Sicherungssoftware machen. Und hier können wir das halt ein bisschen beeinflussen, beziehungsweise unsere Sicherung anpassen, wie wir sie denn gerne hätten. So, da haben wir es auch schon. Dann sagen wir einfach weiter. Wurde noch nie eingerichtet, ist gut. So, ist eingerichtet, erstellen. Ihr habt also gesehen, ich habe einfach alles nur durchgeklickt. Er legt standardmäßig eine Komplettsystemsicherung an, wenn man das noch nicht verwendet hatte. In dem Fall war es auch noch nicht verwendet, weil dies ja nur eine Schulungsumgebung ist, die sowieso immer wieder zurückgesetzt wird oder zurückgesetzt werden sollte. Und wir lassen jetzt diese Sicherung durchlaufen. Diese Sicherung mit Schnappschuss, den Schnappschuss, den wir jetzt da erstellen, wird mit Timeshift angelegt und er sichert unser System, so dass wir 1:1 auf unser System zurückkommen, sollte etwas schief gehen. Das heißt, sprich, sollte der Rechner in der Installation abkacken und Schwierigkeiten haben beim Hochfahren, kann man den abgesicherten Modus verwenden, um die Schnappschusssicherung wieder zurückzusichern. Das gleiche könnt ihr auch machen, wenn ihr unzufrieden seid, wenn euch das Mint 21 nicht gefällt, könnt ihr das auch wieder rückgängig machen und auf eure alte Version zurückkehren. Dann außerdem Linux Mint Update verlangt diese Sicherung, sonst lässt es sich auch gar nicht starten. Ist nervig, aber ich finde es gut, weil es richtig ist. Ich schneide euch jetzt an dieser Stelle raus und komme zu euch zurück, wenn das hier durchgelaufen ist. Gut, dann geht es weiter im Text. Wir haben jetzt unsere Sicherung abgeschlossen, die ist von heute, Linux Mint, die Version UNA. Und da können wir uns jetzt hier noch einen Kommentar reinschreiben. Vor Vanessa V21 Update. Gut, haben wir das erst einmal weg. Vorbereitungspunkt Nummer 1. Vorbereitungspunkt Nummer 2. Dann müssen wir dafür sorgen, im zweiten Schritt, dass unser System aktuell ist. Das heißt, wir können nicht das Mint-Upgrade einspielen, wenn unser System nicht aktuell ist. Da werden Update einspielen und keine Installation vornehmen. Installation beschreiben bei Linux ist sowieso so eine knifflige Sache, kann man zwar machen, ist aber nicht so unbedingt zu empfehlen. Sudo apt update. So, bei denen, die natürlich jetzt schon wieder monatelang nichts gemacht haben oder wochenlang, ist das natürlich ein Problem.
weil das jetzt erst wieder eine Zeit lang läuft, könnt ihr das Video an dieser Stelle einfach pausieren und später fortsetzen. Bei mir ist da jetzt nicht viel zu rütteln. Es ist eine schöne kleine virtuelle Maschine. Da ist ein Setup drauf, das wir für andere Schulungen schon verwendet haben. Da läuft auch ein Docker im Hintergrund. Und das Ganze warten wir jetzt kurz ab. Hintergrund der ganzen Sache ist natürlich jetzt auch, mit der 21er Version Vanessa vom Mint kann man natürlich dann auch die VirtualBox 7 einspielen. Da wo viele Probleme haben, dass sie VirtualBox 7 eben nicht mehr ans Laufen kriegen, weil sie mal irgendwann nachgeschaut haben, warum sie denn von VirtualBox kein Update mehr kriegen. Dann haben sie festgestellt, es gibt eine Version Nummer 7, aber die kann man nicht einspielen. Ja. Wie gesagt, das behebt ihr dann auch mit diesem Problem. Ich zeige euch dann auch noch am Kali Linux, da müssen wir noch auf einen anderen Computer, auf eine andere virtuelle Maschine rüber switchen. Ja, das wird ein rechtes Geswitche heute. Also wir sehen, es ist durch. Jetzt räumen wir unser System noch kurz auf. Auto Remove. Da gibt es nichts runterzuschmeißen. Und Auto Clean machen wir auch noch. Dann ist das auch durch. Sudo apt install mint grade. Das ist das Programm, das wir installieren müssen, um die Version abzugraden. Möchten wir installieren? Ja. Dann stellen wir nochmal sicher, dass wir auch up to date sind. Machen nochmal ein Upgrade drüber laufen. Und jetzt können wir das Ganze auch starten mit sudo mint upgrade. So, da ist unser Upgrade-Programm. Und jetzt verteilen wir uns hier mal die Fenster ein bisschen, dass ihr auch ein bisschen mehr seht. So, los geht's. Phase 1 in Vorbereitung. Passt bitte auf, was ihr euch hier hinschreibt und bestätigt es auch immer ganz schön. Es kommen dann gleich auch noch ein paar Fehlermeldungen. Da gehen wir jetzt dann gleich nochmal drauf ein. Eine nette Stolperfalle gibt es, wenn man Bluetooth verwendet hat. Dann müsst ihr ein Paket deinstallieren. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen, wo das versteckt ist. Ich werde euch dann zwischenzeitlich wieder einige Szenen rausschneiden. Also wenn ihr seht, dass hier grob geschnitten worden ist, das sind dann einfach die Wartezeiten, die ich euch rausnehme, wo man nur einfach zugucken darf. Da müsst ihr kein Datenvolumen dann für verschwenden oder sinnlos ein Video durchlaufen lassen, wo euch einer anschweigt, den ihr nicht seht. Hey. Dann kommen wir zur Phase 2, Simulation und Herunterladen. Es werden noch ein paar Tests durchgeführt, um die Paketansicherung herunterzuladen. Das bestätigen wir auch wieder mit OK. Das ist echt fies. Das ist eine Vorführattacke hier. Das ist EDV. Das ist keine einzige Fehlermeldung bis jetzt, gar nichts. Normalerweise kommen immer ein paar Fenster, wo man die Sachen bestätigen muss. Und ganz am Anfang kann es sein, dass eine Meldung kommt. Da steht dann nicht bestätigen oder abbrechen, sondern da steht dann beheben und abbrechen. Dieser Fehler kommt in Verbindung mit Bluetooth und wenn ihr da eine Befehlszeile habt mit Pfad auf eine Bluetooth-Datei, dann geht ihr auf Beheben, auf die zweite Bildschirmseite und schaltet da dieses Paket aus. Da seht ihr das Paket nämlich dann auch. Also vom Prinzip eigentlich so auch recht einfach, aber dass jetzt gar nichts an Fehlern kommt oder sonstiges, ist eigentlich schon wirklich fast gemein. Lassen wir das weiterlaufen. Der Paketverkehr, die Simulation ist jetzt eigentlich durchgelaufen. Und jetzt fängt er an, wirklich zu simulieren und ich cutte euch an dieser Stelle auch wieder raus und komme dann wieder zu euch zurück, wenn das durchgelaufen ist. Dieser Abschnitt ist jetzt also auch durch. Phase 3, Aktualisierung gefüllte 30 Minuten später ist das endlich durch. Das dauert ein bisschen, also da könnt ihr euch darauf einstellen, dass ihr da locker einen Kaffee trinken könnt. Wir machen OK und gehen weiter. Jetzt wird das System aktualisiert, das wird noch mal ein bisschen dauern.
Allerdings haben wir jetzt nichts mehr runterzuladen. Die Sachen sind schon alle unten, die werden jetzt bloß noch installiert. Gut, betrachten wir dieses wunderschöne Fenster. Wir haben jetzt also doch ein Fenster bekommen. Vielleicht kann ich euch jetzt das noch mit diesem Bluetooth zeigen. Gehen auf Beheben. Nein, kann ich euch nicht zeigen. Dann ist auch diese Phase abgeschlossen und die Aktualisierung war damit erfolgreich. Bitte den Rechner neu starten, damit die Änderungen wirksam werden. So, dann starten wir unser Linux neu. Wie gesagt, der fährt in der VirtualBox hoch. Das ist eine virtuelle Maschine. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich gern über einen Like freuen. Ein Abo wäre riesig. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, bekommt ihr auch immer eine Information, wenn es ein neues Video gibt. Solltet ihr generell Probleme haben, das nachzuvollziehen, was wir hier gemacht haben, oder beim Updaten von Linux oder mit VirtualBox oder Virtualisierung generell, mit Netzwerken, was auch immer, wir sind Remote IT-Dienstleister und die KSC übernimmt das gerne für euch. Den Link zum Kontaktformular zur KSC findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach kurz eine Kontaktmöglichkeit eingeben, ein Anliegen und einen Namen. Und für 25 € erhaltet ihr den vollen Service ohne Vertragsbindung gegen Auftrag und Rechnung. Gut, zurück zum Thema. Loggen wir uns nochmal ein, wenn wir es mal neu gestartet haben. Dauert jetzt natürlich wieder ein kleines bisschen. Dann schauen wir nach, ob alles aktuell ist oder ob er noch was hat. Leider beschrieben werde ich was drauf. Nee. Sollte man eigentlich auch wieder rausschneiden, aber ich lasse es euch drin, damit ihr auch was zu lachen habt. Gut, alle Pakete sind aktuell, sagt ihr uns hier unten. Da sind wir dann glücklich und mehr wollten wir nicht haben. So, jetzt noch eine kleine Sache. Sudo apt remove mint up. So, damit ist das auch runter. Dann können wir nochmal unser Sudo herunterfahren. Und dann wechseln wir jetzt mal kurz zu Linux Kali rüber und ich schneide euch dafür hier ganz kurz wieder mal ein bisschen was raus. So, wir sind jetzt auf einer virtuellen Maschine auf einem anderen Computer. Da ist das einzige Kali, was ich zur Verfügung habe. Kali hat man ja eigentlich offiziell nicht. Aber wenn man es braucht, ist es da. So, wir sind im Kali drin. Jetzt haben wir das mal, dass es nicht gar so verwirrend ist. Hier das mal in Vollbild. So, jetzt habt ihr bloß noch einen Bildschirm. Jetzt schaut das etwas vertrauter aus, es ist etwas leichter zu folgen. Wir brauchen eine DOS-Eingabeaufforderung wie immer, ein Terminal. Wir würden uns freuen, wenn wir ein Terminal bekommen würden. Ach, da ist es auch schon. Gut, dann gilt natürlich wieder sudo apt upgrade. Das ist also wirklich alles voll kompatibel, jetzt auch mit Mint. Da seht ihr, da ist nichts drin, das ist eigentlich aktuell, ja, das passt. Und das Update-Programm für Kali ist etwas einfacher, das brauchen wir nicht erst installieren. Da haben wir sudo apt full upgrade.
ein kleiner Schreibfehler drin, hat irgendwie ein A reingeschummelt. Kann passieren, wenn man zu viele Computer übereinander stellt, dass dann mal irgendwelche Zeichen nicht durchgehen und ich sowieso nicht der König bin. Ja. Auf jeden Fall so wird das starten. Es ist jetzt die Softwareaktualisierung, die noch im Hintergrund hängt, oder er kann das jetzt nicht einspielen, weil es, wie gesagt, schon installiert ist. Versuchen wir es nochmal, aber er hat es eigentlich schon drin. Also das wäre eigentlich das ganze Kommando, um Kali jetzt zu installieren. So, ihr seht jetzt, wir haben Kali aktualisiert. File it to fetch. Das steht hier HTTP. Das ist jetzt, weil bei mir natürlich auch ein System, das Kali schon aktualisiert ist auf die letzte Version. Da kann man es jetzt nicht nochmal upgraden. Da schmeißt er halt Fehler, so wie hier auch Error. Das ist, ja, ist halt einfach so. Und wie gesagt, einfach aktualisiert die Dinger drüber laufen lassen und dann sudo upgrade voll update und den Parameter mit y dahinter. Dann war es das eigentlich auch schon für Kali. Dann nehme ich euch noch ganz kurz mit auf Ubuntu. Das ist jetzt hier die Bitcoin Lightning Node. Da machen wir uns mal ein Terminalfenster auf. Also ich zeige euch wirklich, es ist wirklich ungefährlich. Also ihr könnt so ein Update wirklich machen, wenn ihr einfach befolgt, was auf dem Bildschirm steht. Unter Ubuntu verwenden wir den Befehl sudo do-release-upgrade. Den könnt ihr einfach so in der Konsole eingeben, ruft ihr das auf, euer sudo-Passwort eingeben. Neue Veröffentlichungen werden gesucht. Genau, es ist keine Version zur Verfügung, weil diese Maschine ist natürlich im Internet online und sicher, ist up to date. Von daher gesehen kann ich euch den Vorgang jetzt dann hier nicht zeigen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wie gesagt, Like da lassen für den Kanal, ein Abo, die Glocke aktivieren, Unterstützung für den Kanal wäre auch nett und ansonsten bis demnächst. Danke fürs Zuschauen.